angekommen und hat gesagt, die haben jetzt einen Einsatz. Dorse sitzt jetzt da hinten. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Und morgen ist es endlich soweit. Ja, morgen wird das Tierrettungsvideo online gestellt. Es ist alles schon fertig, es ist alles im Kasten. Es ist alles ist hundertprozentig geschafft und mir fällt wirklich ein Stein von Herzen. Und ich bin so sehr gespannt darauf, was ihr dazu sagt. Ja, eure Meinung ist mir wichtig und das will ich auf jeden Fall hören. Und deswegen, ja, lasst da auf jeden Fall Support da, lasst da Liebe da. Ich würde mich sehr freuen, wenn das Video bei euch genauso gut ankommt, wie es mir persönlich auch gefällt. Es ist eine Herzensangelegenheit und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn auch ihr das Video vielleicht in Social Media oder irgendwo teilt. Ein paar Leute haben den Trailer auch schon auf Instagram geteilt, deswegen vielen lieben Dank an jeden, der das macht und der das Support raushaut oder den Link irgendwo verteilt. Ja. Markiert mich gerne, sagt mir gerne Bescheid, zeigt mir, dass ich weiß das sehr zu schätzen und deswegen, das ist auf jeden Fall ein Herzensprojekt. Wir haben das ganze letzte Jahr darauf hingearbeitet und morgen ist dann endlich der Tag. Ich bin wirklich hundertprozentig drauf gespannt, was eure Meinung dazu ist und auf eure Kommentare zu lesen. Das wird mir ein Fest, ja. Deswegen, ja, bin ich sehr gespannt, ich bin sehr gehypt, bin wirklich mega nervös, ja, und deswegen auch nochmal an der Stelle vielen lieben Dank an alle, die daran beteiligt waren. Erstmal zuallererst natürlich an die Tierrettungsstation, die sich das Ganze auch die das Ganze auch uns zur Verfügung gestellt haben, dass wir da hinkommen konnten. Natürlich auch an Willi, den Kameramann, ja, den ihr wahrscheinlich auch noch im Behind the Scenes sehen werdet. Das Behind the Scenes, was gedreht worden ist von Sergio, ja, der auch extrem viel Arbeit da reingesteckt hat in die ganze Angelegenheit. Das werdet ihr natürlich auch noch dann alles sehen. Natürlich dann auch an Small C, ja, der auch uns auf den Trip mitbegleitet hat und da auch eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Aber ihr werdet das alles morgen auf jeden Fall im Video sehen und ich würde mich auf jeden Fall sehr über euer Feedback und euren Support darüber freuen. Ja. Dankeschön. Kuss geht raus an euch Leute, ja, ihr seid die Besten, wirklich. Danke für alles und wir sprechen heute nochmal ein wichtiges Thema an, was ich sehr gerne mal mit euch behandeln wollte und wo ich auch eure Meinung sehr gerne mal in den Kommentaren dazu heute unter dem Video lesen würde. Und zwar, da können wir mal ganz gerne mal in einer der Top-Gilden reinschauen, die momentan so herrscht. Gods of Light ist tatsächlich hier vor den Endgegnern, ja, aber wir gucken jetzt erstmal ganz kurz zu den Endgegnern. Und zwar geht es um eine bestimmte Taktik, die letzten Tage öfter vorgekommen ist, beziehungsweise was die Fusionen erst so richtig zum Vorschein gebracht hat. Und zwar ist das die Beutegold-Taktik. Ihr seht zum Beispiel beim Ignail, der hat keine Sachen an. Der ist nackig. Ja. Dein Nachbar ist hier nackig. Und wenn wir vielleicht noch so ein bisschen durch scrollen, vielleicht nicht nur durch die Gilde, sondern vielleicht auch durch andere Gilden oder durch die Ehrenhalle, durch die ersten Plätze. Es ist tatsächlich so, dass im Moment recht viele Leute diese Taktik verfolgen und halt eben auch ohne Equipment rumrennen oder nur mit halbem Equipment oder ihre Plätze, so wie das hier zum Beispiel jetzt der Luca Freak macht, das ist natürlich jetzt auch kein Farm-Equipment, der wird Top-Runen haben in seinem Equipment, der braucht kein Farm-Equipment, das ist einfach nur Stauraum, den er nutzt, um ihn dann später zur Hexe bringen zu können. Das heißt, er benutzt nicht nur sein eigenes Inventar, er benutzt nicht nur die Begleiter oder den Mannequin, sondern er benutzt auch sich selbst quasi so ein bisschen, denke ich mal zumindest, dass es dafür da ist, so als Ablage. Nicht als Equipment, sondern einfach nur als Ablage, um das zur Hexe bringen zu können, bisschen mehr Stauraum und hat halt den Vorteil, dass er sich auch gleichzeitig dadurch droppen lässt. So, ne? Klar, er muss natürlich auch sein eigenes Equipment irgendwo haben. Vielleicht hat er das auf dem Mannequin dann. Ne? Dadurch kann er jetzt, fällt mir gerade auf, jetzt nicht sehr viel mehr Platz freimachen, aber er lässt sich halt dadurch droppen. So, ne? Und das machen halt einige Leute aus den Top-Gilden und das sorgt natürlich so ein bisschen für eine verfälschte Statistik. Ich meine, klar, heutzutage in Zeiten von SF-Tools und von weiß ich nicht, allen möglichen Tools und Berechnungen kann man heutzutage wirklich relativ gut und genau feststellen,
wer die meiste Durchschlagskraft hat von den Gilden her und von den Leuten her. Aber ja, es wird natürlich auch ein bisschen verzerrtes Bild dargestellt, wenn man jetzt zum Beispiel in die eHof schaut und dort vielleicht Leute drinne hat, die ja gar kein Equipment anhaben. Vielleicht für die Leute, die noch gar nicht ganz genau im Bilde sind und gar nicht genau wissen, was überhaupt die Beutegold-Taktik ist, beziehungsweise warum sich die Leute droppen lassen. Und zwar ist das relativ easy zu erklären, sag ich mal. Man lässt sich hier in der Ehrenhalle droppen, um halt eben eine schlechtere Platzierung zu haben. Und wenn man jetzt zum Beispiel hier auf W27 auf mein Battlemate schaut, dann ist hier Platz 4 von der Ehre her ein ganz anderer als Platz 15 zum Beispiel oder Platz 16. Und wenn man schafft, hier irgendwo dazwischen zu kommen, so, ne, und in eine Gegend zu kommen, wo die Leute halt easy Snacks sind, sag ich mal, dann kann man halt eben da drauf gehen und den durch das Beutegold halt eben so ein bisschen Gold klauen. Vielleicht habt ihr das ja öfter mal bei mir beim Serverstart gesehen, wenn man durch die Ehrenhalle farmt und sein Sammelalbum füllt direkt zum Start, ne, dann ist vielleicht der ein oder andere dabei, der volle Taschen hat, und da greife ich dann auch öfter mal an als nur einmal, um halt eben den ein bisschen Gold aus den Taschen zu luchsen. Umgekehrt kann man natürlich auch Gold verlieren, so, wenn man das sieht, aber man kann auch Gold gewinnen. So, und das geht auf maximaler Stufe, sag ich mal, bis zu 2,4 Millionen Gold, die man pro Kampf rausholen kann. Und das Ganze ist gecapped auf 100 Millionen Gold, die man pro Tag dadurch erfarmen kann. Und wenn man sich halt eben droppen lässt, dann fällt das Farmen halt eben leichter, als wenn man hier oben gegen Leute kämpft, die halt eben so auf Augenhöhe sind oder einen halt auch selbst das Gold aus den Taschen saugen, so wie hier jetzt zum Beispiel. Das bringt mir natürlich nichts, wenn ich irgendwie 4 von 5 Fights verliere. Dafür einer dabei ist, ne, wo ich Gold gewinnen kann. Man muss dazu sagen, das geht auch wirklich nur, wenn die Leute Gold auf dem Konto haben. Ja? Wenn sie sofort ihr Gold verskillen, dann sieht das so aus wie hier. Ne? Dann bringt mir das auch herzlich wenig. Die müssen es schon volle Goldspeicher haben, sag ich mal, dass sich das auch lohnt, die dann auch anzugreifen. Deswegen immer, Leute, immer ganz, ganz wichtig, verskillt euer Gold, ansonsten kommen halt Leute und ziehen euch das ab. Es gibt jetzt genug Leute, die das machen und die sich extra droppen lassen dafür. Deswegen macht das, ansonsten seid ihr irgendwie auch selbst schuld, wenn ihr so viel Gold hortet. Aber, und da wollte ich halt auch eben eure Meinung zu wissen, dadurch, dass halt auch so ein verzerrtes Bild jetzt entsteht und so viele Leute diese Beutegold-Taktik jetzt nun nutzen, ist natürlich die Frage im Raum, ob man dagegen nicht irgendwie vorgehen sollte, beziehungsweise ob man das Beutegold sogar abschaffen sollte. Ja, weil es halt irgendwo eine unnatürliche Spielweise ist, sich komplett nackig zu machen, sich droppen zu lassen und dafür halt eben das komplette Maximum rauszuholen, was man pro Tag halt eben aus dem Spiel rausholen kann. Und da zählen halt auch definitiv eben jeden Tag die 100 Millionen Gold durch Beutegold dazu. So, und da wollte ich mal sehr gerne mal eure Meinung zu wissen. Wie seht ihr das Ganze? Sollte man generell Gold bekommen können durch Ehrenhallenkämpfe, wenn man sich auf der einigermaßen gleichen Ehre befindet, weil wenn man zu hoch von der Ehre ist, bekommt man natürlich auch kein Gold. Ne? Deswegen lässt man sich auch droppen. Wenn man zu hoch ist in der Ehre, dann kann man den Leuten unter einem kein Gold abziehen, wenn man zu weit in der Ehre fortgeschritten ist. Man muss da schon auf gleiches Niveau kommen. Oder sollte man das eventuell noch weiter reduzieren, weil es ist ja schon bereits reduziert worden. Vorher war das Ganze unlimitiert und Leute wie zum Beispiel 3Ark konnten sich erstmalig 100.000 oder einen sechsstelligen Basispunktebetrag pro Jahr sichern, und das ist halt eben möglich gewesen durch diese Beutegold-Taktik, die unlimitiert war. Die wurde auf 100 Millionen jetzt gecapped, aber es laufen immer noch genug Leute rum, die halt eben auch versuchen, davon zu profitieren. Sollte man das Ganze so unattraktiv machen, dass es sich fast nicht lohnt, so rumzulaufen? Oder wie seht ihr das Ganze? Also das würde ich mal sehr gerne wissen, eure Meinung dazu. Ist mir auf jeden Fall sehr wichtig. Vielleicht mache ich dazu auch mal eine Umfrage noch auf meinen YouTube-Channel, wo man mal abstimmen kann. Seid ihr dafür oder seid ihr dagegen? Ich glaube, das mache ich mal. Ne?
Also das werde ich, denke ich mal, noch hier einblenden vielleicht. Okay, Freunde, ich habe nochmal eine Abstimmung auf meinem Kanal gestartet. Da könnt ihr sehr gerne dran teilnehmen. Macht das bitte. Ich möchte mal unbedingt eure Meinung dazu wissen. Dazu geht ihr einfach auf meinen Kanal, auf den Tab Community, scrollt runter und dann habt ihr hier die Möglichkeit, sollte man das Beutegold entfernen? Fragezeichen. Ja, entfernen. Nein, es soll so bleiben. Und da klickt ihr dann jeweils drauf und guckt, was euch lieber ist. Wollt ihr das Beutegold raushaben oder wollt ihr es drinnen behalten? Dankeschön für eure Teilnahme. Und dann könnt ihr da abstimmen, ob ihr dafür seid oder dagegen. Und ja, das ist auf jeden Fall so meine Frage fürs Video. Wenn ihr da meine ehrliche Meinung zuhören wollt, ich persönlich bin da auch gar kein Fan von. Ja, ich nutze das auch, weil ich natürlich auch meinen Char so gut wie möglich optimieren möchte und keinem irgendwie was nachstehen möchte, beziehungsweise benachteiligt sein möchte. Das mache ich allerdings nur auf meinen Main, auf S31, auf meinen Magier. Auf meinen Kampfmagier und auf meinen Krieger auf W50 ist mir das ehrlich gesagt zu zeitaufwendig und zu umständlich, das Ganze dem nachzugehen. Das mache ich wirklich nur auf meinen Main, weil ich da hundertprozentig natürlich mein Maximum geben möchte, nach wie vor. Und deswegen mache ich das Ganze natürlich auch nur mit dem Unterschied, dass ich mich nicht dafür extra nackig mache. Also ich ziehe mich jetzt nicht aus und lasse mich künstlich in der Ehrenhalle droppen, sondern ich gucke, okay, wer hat vielleicht Gold auf dem Konto? Gut, da greift man dann mal ein bisschen öfter an, um halt eben zu versuchen, auf 100 Millionen Gold pro Tag dann halt eben auch zu kommen. Und wenn ihr da meine ehrliche Meinung zu hören wollt, ich mag das Ganze auch nicht so, dieses künstliche Droppen lassen, dieses Ehrenhalle herumgeschubse, mit falschen Tatsachen spielen, sag ich mal, um halt eben sich selbst zu verbessern, sag ich mal, als andere Spieler. Und meines Erachtens nach sollte man das Beutegold irgendwo behalten. Also ich finde nicht, dass man das komplett abschafft, weil gerade im Early Game finde ich das auch wirklich super wichtig, muss ich sagen. Wenn man jetzt, keine Ahnung, jetzt nicht unbedingt hunderttausende Pilze für einen Greifenliesen ausgeben möchte, dann geht man in die Ehrenhalle und sucht da Leute, die ein bisschen Gold auf Tasche haben. Und ihr wisst ja, am Anfang des Spiels ist es super schwer, Gold zu bekommen. Das ist da eine sehr wertvolle Ressource. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel Steine aus der Mine befördern will, die kosten zum Anfang 150 Gold. Das kann man sich fast gar nicht leisten. So. Wenn man da ein paar mehr haben will, dann muss man Gold haben und das ist halt auch eben, ja, das ist eine Möglichkeit, sich darüber das Gold zu finanzieren, durch halt eben die Ehrenhalle. Nicht unbedingt durch den Greifen oder durch die Alu will man auch nicht unbedingt spielen, weil wenn man Alu spielt, dann spielt man mit schlechterer Alu, weil man erst noch die Steine fürs Equipment braucht, um Dungeons zu pushen, um im Level höher zu sein, um dann wieder bessere Alu zu haben. So, ne? Wenn ihr checkt auf jeden Fall, was ich meine. Übrigens die Endgegner auf F11 hier, auch eine super, super starke Gilde. Holy shit, was ist das denn? Was ist das denn? 2 Dummies da drin? Was war das denn, Alter? Ja, also Endgegner auf F11 auch sehr starker Server, wurde ich auch darauf aufmerksam gemacht, da mal vorbeizuschauen. Da gibt es Endgegner Alpha und Omega irgendwie, ne? Also da sind auch ein paar sehr starke Accounts. Ja, aber wie gesagt, ich finde, man sollte das Beutegold unterm Strich reduzieren. Noch weiter, nicht auf 100 Millionen, sondern ich würde es tatsächlich also das ist nur meine persönliche Meinung und ihr könnt natürlich auch dagegen sprechen oder mir zustimmen oder einen besseren Vorschlag machen. Ich persönlich würde es gut finden, wenn es auf 10 Millionen Gold pro Tag reduziert wird. Dann hat man trotzdem immer noch einen Skillpunkt, den man jeden Tag machen kann. Es ist aber jetzt nicht so OP, dass die Leute die ganze Zeit nackig rumlaufen müssen und 10 Millionen Gold ist auch noch mehr als ausreichend für die ersten paar Tage, Wochen, Monate oder sagen wir mal paar Tage und Wochen auf den neuen Servern. Wenn Leute einen neuen Serverstart spielen, dann haben die trotzdem immer noch das Beutegold, womit die ihre Edelsteine oder anderes Equipment im Shop finanzieren können, wenn sie Leute in der Ehrenhalle halt angreifen. Ich finde, das ist halt auch irgendwo ein witziger Aspekt, sag ich mal, den ich jetzt auch nicht unbedingt missen wollen würde. Ne? Und ja, das ist mit 10 Millionen Gold hat man da trotzdem immer noch genug. Ne, das kann halt keiner zum Serverstart direkt so ausgehen oder das Limit erreichen, sag ich mal. Deswegen. Und im Endgame ist es halt eben jetzt auch nicht zu viel, dass man sagen könnte, okay, man läuft die ganze Zeit nackig rum. Diese ich sag mal, 4 Kämpfe, die man da bestreiten muss, weil man bekommt ja pro Kampf, wenn man gewinnt, 2,4 Millionen Gold. Ne? Wenn ihr jetzt irgendwie
4 Kämpfe macht, dann habt ihr das ja schon in der Tasche, sag ich mal. Diese 4 Kämpfe kriegt man auch Free-to-Play, ne, in 40 Minuten, jede 10 Minuten ein Arena-Angriff, kriegt man auch easy hin. Und Leute tragen dadurch halt schneller wieder ihr Equipment, ne, weil sie jetzt halt nicht unbedingt, keine Ahnung, sich jetzt künstlich droppen lassen müssten oder so. Ne? Also ja, das wäre so mein Vorschlag. Es ist halt auch nicht zu OP. Und ich glaube, das würde das Ganze eventuell nicht ganz so beeinflussen, wie es jetzt momentan der Fall ist, dass die Leute dauernackt rumlaufen und so, ne? Und sich dann mal nur für die Kämpfe oder sowas anziehen. Das verschiebt so ein bisschen die Machtverhältnisse und ja, so würde auf jeden Fall ein bisschen mehr, würde die Ehrenhalle auf jeden Fall ein bisschen gesünder sein, als es jetzt momentan der Fall ist. Ist ein spannendes Thema auf jeden Fall, wie ich finde. Hat man noch nie drüber so gesprochen oder nachgedacht oder dass das mal zum Problem werden könnte. Ne? Aber es verändert schon doch ganz schön den Spielstil einiger, die halt eben diese Taktik nutzen und sich zu Nutzen machen und natürlich auch mit gutem Recht, sag ich mal, weil jeder möchte, ne, das gehört für jeden top gespielten Account gehört das dazu, wie sein Daily Stuff, den man abarbeiten muss, ne, wie seine Alu-Klicken, seine Festung, seine Steine abholen, ne, aus der Mine, jeden Tag seine Goldgrube abholen, Akademie, ne, den ganzen Stuff, so, ne, für jeden, ist das der Daily Stuff, den man erledigen muss und diese 100 Millionen Gold sind halt auch begrenzt, so, ne, die einen jeden Tag zur Verfügung stehen. Und na klar will man das natürlich als top gespielter Char auf den ersten Rängen auch so gut wie möglich nutzen und sich zu Nutzen machen und deswegen ja, ist das auf jeden Fall gerechtfertigt, sage ich mal. Nur sollte man den natürlichen Spielstil der sollte darunter jetzt nicht leiden und das ist meines Erachtens nach so ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt dadurch. Eure Meinung dazu interessiert mich auf jeden Fall sehr. Lasst mich wissen, was ihr dazu sagt und wie ihr das Ganze seht. Und ja, das war es soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. So, meine lieben Freunde, auch diesen Monat natürlich wieder vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, der eine Support-Video-Mitgliedschaft abgeschlossen hat. Immer zum Ende des Monats wird das Ganze vorgelesen und da bedanke ich mich nochmal recht herzlich für eure zusätzliche Unterstützung auf diesem Kanal und ja, wir ziehen das Ganze ein bisschen vor, denn morgen kommt ja das Special-Video, deswegen ansonsten ist es immer am letzten Tag des jeweiligen Monats und diesmal bedanke ich mich auch wieder recht herzlich beim iPEX, der hier die Support-Video-Mitgliedschaft abgeschlossen hat. Vielen lieben Dank an dich, schöne Grüße. Wir haben den Timo MK mit dabei, Grüße auch an dich, danke auch für deine Support-Video-Mitgliedschaft. Und dann haben wir neu dabei den Zellhack. Dankeschön auch an dich an der Stelle und ja, vielen lieben Dank an euch, dass ihr den Channel hier zusätzlich supportet. Ist auf jeden Fall kein Muss und auch nicht selbstverständlich. Und ja, Dankeschön, Grüße gehen raus. Bis zum nächsten Monat, würde ich sagen, ne? Und jetzt verabschiede ich mich. Haut rein und bis zum nächsten Mal.